Ja, normalerweise würde man mit dem Glas ja jetzt anstoßen und sich gegenseitig zuprosten. Das machen wir natürlich heute hier nicht, obwohl ich das natürlich gerne mit euch machen würde, sondern in dem Glas befindet sich... Tja, wenn ihr wissen wollt, was da drin ist, müsst ihr dieses Video schauen. Herzlich willkommen bei Verkunstet. Ja, also das ist kein Alkohol, nein, das ist Olivenöl. Ganz einfaches Olivenöl aus dem Supermarkt. Ihr erinnert euch ja bestimmt an das letzte Video, wo ich mit Haaröl experimentiert habe von Garnier, weil auch das kann man sehr gut benutzen fürs Puren. Und dann habe ich mir doch mal glatt gedacht, versuchen wir das Ganze mal etwas billiger mit einfachem Olivenöl. Ich habe es bisher noch nicht ausprobiert. Das machen wir jetzt heute hier gemeinsam. Ich freue mich darauf, auf dieses Experiment. Legen wir los. Für euch an dieser Stelle noch der Hinweis zu den Farben. Ich habe hier ganz normale Farben, ja, kein Künstlerbedarf, sondern einfach aus einem Bastelladen geholt, die ja überall immer dann auch angeboten werden. Also das ist dann auch der ultimative Test, ob einfache Farben, also keine Profi-Künstlerfarben mit Olivenöl funktionieren. Ich war ja jetzt sehr gespannt, wie sich das Bild entwickelt in der Trocknungsphase. Und ich muss sagen, es ist richtig cool geworden. Schaut mal selber hier. Die Zellen sehen wir hier. Zwar relativ klein, aber sie sind vorhanden. Also
kann man sagen, Experiment gelungen, denn sonst hätte man hier gar keine Zellen. Auch von den Farben her hat es keinen großen Einfluss gehabt. Seht ihr ja hier selber, wir haben einen echt coolen Farbverlauf, richtig strahlend, und mit dem Weiß kommt das nochmal so richtig schön zur Geltung. Also, damit kann man also auch wunderbare Bilder herstellen und wie ihr seht, auch mit Zellen. Ich freue mich mega, dass das so geklappt hat. Lasst auf jeden Fall einen Daumen rauf da, abonniert den Kanal, damit ihr nicht verpasst, wenn ich hier weiter Experimente mache. Ja, und wir sehen uns doch hoffentlich wieder nächste Woche Freitag. Ich würde mich sehr freuen, und falls ihr noch Bock habt, hier geht's weiter zum nächsten.